Herzlich willkommen zu dem Kurzvideo zu meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Accessibility of 360-Degree Educational Learning Platforms, Barriers and Evaluation. Mehr als 25% der Menschen in der EU leben mit ein oder mehreren Beeinträchtigungen. Gleichzeitig gewinnen VR-Technologien wie immersive Lernplattformen immer mehr an Bedeutung. Das Problem dabei ist, dass genau solche Umgebungen oft Menschen ausschließen, die von einem alternativen Lernsatz besonders profitieren könnten. Um Barrieren in 3 ausgewählten Plattformen zu finden, habe ich diese anhand von selbst erstellten Kursen mit Richtlinien wie die EN 301-549 und Richtlinien von Ivanova verglichen. Zuletzt habe ich Empfehlungen für Hersteller und Autorinnen abgeleitet. Für die methodische Herangehensweise habe ich einen qualitativen und explorativen Ansatz gewählt. Dabei wurden die Barrieren zu den Nutzergruppen und Plattformen zugeordnet und anhand der Richtlinien bewertet. Insgesamt 6 Nutzergruppen aus EN 301-549 wurden abgeleitet. Ich habe Nutzende mit eingeschränkten und nicht vorhandenen Fähigkeiten jeweils in den Bereichen Sehen, Hören, Sprechen und Mobilität zusammengefasst, sowie Personen mit kognitiven Einschränkungen und Photosensitivität in eine Nutzergruppe gefasst. Zuletzt habe ich auch auf Beeinträchtigungen der Privatsphäre geachtet. Insgesamt 27 Barrieren wurden bei dem Testen der Kurse gefunden, die meisten bei Seh- und kognitiven Einschränkungen. Wenn man die Ergebnisse der Richtlinienen-Evaluation in der VR-Umgebung betrachtet, fällt auf, dass ThinkLink und Expeditions Pro viele Punkte erfüllen, aber Expeditions Pro durch seine eingeschränkte Funktionalität viele Werte nicht anwenden kann. CoSpaces Edu gibt den Autoren den größten kreativen Spielraum, aber dadurch auch sehr wenig Vorgaben zur Barrierefreiheit. Bei den gefundenen Barrieren ähneln sich die Ergebnisse. Hier wird deutlich, dass ein Großteil der Fehler durch die Plattformen selbst entstehen. Auch hier zeigt CoSpaces Edu die meisten Barrieren und Expeditions Pro viele nicht anwendbare Funktionalitäten. Von den Herstellern bleibt zu wünschen, dass die Unterstützung wie native Screenreader auch in der VR-Umgebung implementiert werden. Auch Vergrößerungsfunktionen sollten einheitlich funktionieren. Nutzende sollten selbst über Audio und animierte Elemente bestimmen dürfen. Wichtig für Autoren ist es, dass sie für Nutzende konkrete Bild- und Audiobeschreibungen erstellen, da keine Plattform dies automatisch generiert. Bei der Erstellung sollten sie darauf achten, dass Tags ausreichend Kontrast zum Hintergrund und Abstand zueinander haben. In ThinkLink und CoSpaces Edu sollten strikte Zeitlimits vermieden werden, da die Plattformen nicht anbieten, dass diese verlängert werden können. Bewegliche Elemente sollten vor allem in CoSpaces Edu nur gezielt eingesetzt werden. Abschließend kann gesagt werden, dass 360-Grad-Lernplattformen viele Barrieren und Hürden haben und diese oftmals in VR für einige Nutzergruppen unumgänglich sein können. Es gibt große Unterschiede in den Benutzerhilfen zwischen der Desktop- und VR-Ansicht, wobei die Möglichkeiten, die VR bietet, kaum erforscht und genutzt werden.